Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du jetzt gerade hierher gefunden hast. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Du magst in vielen Herausforderungen stehen. Das Leben war vielleicht bisher schon sehr vielfach sehr herausfordernd. Und vielleicht stehst du jetzt so an dieser Frage, wofür auch das Ganze, was passiert dir eigentlich auf der Erde und wer bin ich wirklich? Und zum einen die Situation, was Medien sagen, die ganzen Geschichten, die jetzt aufplatzen und hervorkommen, was ich damals auch schon gesagt habe in Bezug auf die C-Krankheit, die um die Welt herumgegangen ist und wo aufgezeigt wird, wie das eben eigentlich gar nicht so ist, wie es dargestellt wurde und wie viele Menschen manipuliert wurden. Und jetzt das Gleiche in Grün als nächstes, wo die Menschen in Angst versetzt werden durch Krieg oder Artificial Intelligence, AI oder Klimakrise und all diese ganzen Geschichten. Und die Fragen, wenn ich dem nicht folge, das Gegeneinander in der Gesellschaft, die Frage, was will ich eigentlich? Die Frage nach Herausforderungen in finanziellen Situationen, der Shift, die Veränderung, die in der Gesellschaft passiert, vieles, was anfängt, nicht mehr so zu funktionieren, wie es schon mal funktioniert hat, kann ja sehr viel Unruhe und sehr viel Unsicherheit in sehr vielen Menschen hervorrufen. Und das ist ganz natürlich. Wir haben ja nicht in unserer Schule gelernt, wie wir mit unseren Emotionen in uns umgehen, wie wir mit Angst umgehen, wie wir was Angst überhaupt ist, wie wir mit vielem im Leben umgehen können, so dass uns das gar nichts mehr ausmacht und wir die Sicherheit in uns selbst haben und gleichzeitig sogar in unserem Bewusstsein dahin shiften, dass wir das ja selbst in der Hand haben, dass unser Inneres, das, was innen ist, ist das, was die Realität erschafft, das, was wir in uns haben, was wir in uns fühlen, was wir in uns erleben. Ja, weil wenn du zum Beispiel von den Nachrichten etwas liest, dann passiert ja was in dir, ja? Oder wenn du Dinge hörst über die Social Medias, dann passiert was in dir. Und wir haben ja gleichzeitig, muss man dazu wissen, auch eine Situation, dadurch, dass so viele Menschen schau mal, wie lange gibt es denn die Handys, ja? 15 Jahre oder sowas. Wie lang also, davor hat niemand ein Handy gehabt. Was meinst du, was das für ein riesiger Umschwung ist? Plötzlich hat man irgendwie News und Geschichten, was überall auf der Welt passiert, in Hunderten von Apps auf dem Handy. Das heißt also, aus den Mücken werden überall Elefanten gemacht. Einfach nur dadurch, dass man sozusagen nicht jetzt abends nur den Knopf eindrückt, um in den Fernseher, in die News reinzuschauen, vielleicht vor 20, 30 Jahren, oder die Zeitung aufzumachen, ja, sondern jetzt kommt das an allen Stellen zu einem. Und ganz viele Informationen kommen an allen Stellen zu einem. Und jetzt ist es wirklich wahnsinnig entscheidend, dass man sich klar wird, dass diese ganzen Informationen in den Verstand reinkommen und in einem Emotionen triggern. Unsicherheit, Angst, Uncertainty, also Unsicherheit über die Zukunft, über die Dinge, die kommen, die sind und so weiter. Das heißt, mm, da passiert etwas in unserem Verstand. Der Verstand wird mit noch viel mehr Informationen
vollgefüllt. Ich meine, das sah anders aus, wenn du jetzt in einem Bergtal warst vor 100 Jahren und da hast du dann, so die Nachrichten von einem Dorf ins andere tragen müssen, aber du hast sicherlich nicht die Nachrichten von Hunderten von Kilometern gehört, außer mal in ganz seltenen Fällen, wenn jemand vorbeigekommen ist. Das heißt, wir haben riesige Berge von Informationen und wissen eigentlich gar nicht, wie man mit sowas umgeht, weil wenn wir jetzt erwachsen sind, dann hatten wir unsere Schulzeit, was weiß ich, vor 10, 20, 30, 40 und mehr Jahren zurück. Und da war ganz eine andere Situation in der Welt. Und wir können mit den Sachen nicht umgehen. Das heißt, ganz, ganz viel von ganz vielen Problemen, die auf der Welt stattfinden, finden ausschließlich auf der Ebene statt. Wir bekommen Informationen, viel, viel, viel mehr Informationen in unseren Verstand und der Verstand triggert Emotionen in uns und Angst in uns. That's it. Wenn wir in der Lage sind, das zu erkennen und zu sagen, okay, wir reduzieren alle Informationen so weit wie möglich oder wir nehmen sie ganz bewusst auf. Und anstattdessen sorgen wir dafür, dass es uns gut geht, dass wir unsere Emotionen mit positiven Dingen nach vorne bringen, das heißt, in die Freude wiederbringen und in die Sicherheit bringen. Passiert unendlich viel. Ein Weg dazu ist Meditation. Wenn wir meditieren, können wir in die Tiefe gehen und ich werde nachher noch eine Meditation direkt anschließen. Wir können in die Tiefe gehen und uns in Situationen hineinbringen, zum Beispiel, die unsere Seele nähren, die unsere Positivität, unsere Kreativität nährt, wo wir wieder Freude in unserem Herzen haben und wo wir zum Beispiel in uns Frieden erleben, Sicherheit erleben. Und jetzt ist es ja so, das Geheimnisvolle ist, dass das, was in dir, in dir sich bewegt, ist das, was sich im Außen zeigt, nur versetzt. Das sage ich ja immer wieder. In einem phasenverschobenen Spiegel. Und das bedeutet, wenn du dieser Informationsmasse, die über deinen Verstand aufgenommen wird, nichts entgegensetzt, ist das so, wie wenn eine Flut kommt, die dich mitreißt. Wenn du aber Bewusstsein hier reinbringst und sagst: „Okay, das flutet mal daher, aber ich lasse es vorbeifluten, ich gehe da gar nicht hinein, sondern ich sorge dafür, dass mein Inneres aufgeräumt ist, sauber ist, klar ist, dass das gefüllt ist mit den Emotionen, mit den Bildern in mir, die ich haben will, zum Beispiel mit einer heilen Welt. Das heißt, einer Welt, wo die Menschen an ihrem Inneren angeschlossen sind, im Frieden miteinander leben, über die ganze Erde hinweg, wo die Menschen erkannt haben, wir sind eine Familie, wir gehören alle zusammen, wir sind eine unbeschreiblich vielfältige, schöpferische Ausdruck einer Energie, einer Schöpfungsenergie, aber in unglaublicher Artenvielfalt. Und wir fangen an, neugierig und interessiert zu sein, weil die ganze Artenvielfalt macht unser Leben noch viel lebendiger und noch viel reicher und noch viel wunderbarer. Und wir werden immer fülliger durch das Hinhören, durch das Aufnehmen von Andersartigkeit. Und wir erleben die Oneness, die durch alles hindurchfließt und wir setzen unsere Kräfte dafür ein, dass die Umwelt wieder so richtig gesund und kräftig ist, dass wir die Pestizide vermeiden, dass wir Organic Farming machen, dass wir
sozusagen die Flüsse reinigen, dass wir die Meere reinigen. Wenn wir unsere Kräfte anstatt in die Angst vom Verstand in diese Dinge hineinbringen und alleine schon, wenn wir innerlich damit unser Inneres füllen in einer Meditation, in Bildern füllen, wenn wir das aufschreiben und sagen, das und das und das will ich haben, das auf der Erde passiert, dann können diese ganzen Dinge alle starten. Und du wirst dich wundern, wie, in welchem Tempo sich deine Realität verändert. Aus der Angst in die Kraft, aus der unbeschreiblichen Mühsal in die Schönheit hinein. Du könntest auch auf einer anderen Weise sagen, die Schöpfung hat sich überlegt, dass hier auf der Erde Schluss ist mit, und die Erde auch, Schluss ist mit all dieser Negativität und dem Kriegen und dem Umbringen und der absoluten Anti-Menschlichkeit, die wir eigentlich haben. Und welches Mittel im Leben ist dafür notwendig, dass wir aufwachen und Veränderung in unser Leben hineinbringen? Als Schmerz. Situationen, die wir nicht mehr aushalten können, die wirklich so nicht weitergehen. Und da haben wir immer die Möglichkeit, innezuhalten und zu sagen, so, so will ich nicht mehr leben. Was ist es, was ich eigentlich will? Und ich fange an, neu zu formulieren und mein Bewusstsein fängt sich an zu erweitern. Kennst du das? Natürlich kennst du das. Wenn alles harmonisch so vor sich hinläuft, dann passiert nichts. Entwicklung kann dort nicht wirklich stattfinden. Es ist immer in den Schwierigkeiten, wo Entwicklung stattfindet. Wenn ich mir vorstelle, in meinem eigenen Leben, durch wie viele Situationen ich habe durchgehen müssen, die meine Blindheit vorher zum Sehen gebracht haben. Es kommt gerade so hoch die Situation, wie wir 2009, nachdem wir für unsere damalige Marke, Modemarke, wurden wir verklagt von einer billigen von einem billigen Jeans-Produzenten. Und wir hießen damals mit unserer Modemarke Cobra Couture mit C bei Katharina Käsbach. Und diese billige Modemarke für die Jeans hieß Cobra Jeans mit K. Und Cobras, wenn du im Internet schaust, gibt es unglaublich viele auf der Erde. Ich habe damals Cobra für mich gewählt, weil ich so schüchtern war und nicht in der Lage war, wirklich schon da mit meinem eigenen Namen zu stehen. Ich war sehr jung, viele Leute haben immer nach der Chefin gefragt, konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich das jetzt alles gemacht hatte und dass ich die Chefin war. Ich habe mit 26 Jahren meine eigene Modemarke da gestartet mit meinem eigenen Label und stand in meinem eigenen Geschäft. Und ich hatte überhaupt das Selbstwertgefühl nicht dafür. Und jetzt wurden wir 2009, 7, 2007 verklagt. Ja. Und das ging, nein, sogar 6. Das ging über 3 Jahre, genau. 2006 ist das passiert. Das ging über 3 Jahre. Und wir haben die erste Instanz gewonnen, die zweite Instanz gewonnen. Und dann in der dritten Instanz haben wir voll verloren, so wie wenn wir Coca-Cola nachgemacht hätten. Und fristlos. Und wir hatten natürlich, nachdem wir das Gerichtsverfahren bekommen hatten wir am nächsten Tag das Geschäft offen. Und es kam ein Spion rein und hat gesehen, das ist ja immer noch der gleiche Markenname, es war ja alles ausgemacht und haben gleich ein weiteres Verfahren reingelegt. Und bin durch solche Zustände hindurchgegangen, weil ich damals noch nicht das Bewusstsein von heute hatte, so dass ich auch eines Morgens hieß es so ungefähr, ich kann ins Gefängnis für etwas, was ich gar nie gemacht habe, gehen und alles vernichten, was ich aufgebaut habe mit meinem Herzen, bis ich
bis ich etwas verstanden habe und bis ich mich mit dem, der uns verklagt hat, zusammengesetzt habe persönlich und wir uns außergerichtlich geeinigt haben. Wir nochmal viel zahlen mussten, es hat uns viel Geld gekostet und es war ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Wir waren zwar sehr erfolgreich, aber es war unglaublich viel Mühsal, sowas, was wir aufgebaut haben, aufzubauen. Und es war ja noch nicht alt. Und das hat es erfordert gehabt, dass ich mich zu mir selbst stelle und mich in die Welt stelle mit dem, was mein Wert ist und zu mir stehe. Und wir sind da durchgekommen und wir sind noch viel weiter gewachsen. Und ein Jahr später war dieses Unternehmen, was uns da verklagt hat, vom Markt verschwunden. Was ich damit sagen will, ist, dass die Herausforderungen, die um dich herum sind, immer dafür da sind von deiner Seele, um Dinge tiefgreifend zu verändern, zu verstehen und zu wachsen in deinem Bewusstsein. Ich hätte diesen Schritt zu mir selbst ohne diese Heftigkeit in der Form nicht machen können. Ich hätte heute nicht vor dir, vor der Kamera stehen können. Es sind noch viele andere Sachen dafür notwendig gewesen, bis ich mal hier vor die Kamera mich setzen kann und anfangen kann, wirklich meine Wahrheit, die in mir drinnen ist, in die Welt zu lassen. Das hat unglaublich viel erfordert an Bewusstseinsschritten und jedes Mal sind diese Schritte im Bewusstsein passiert dadurch, dass ich herausgefordert wurde, und zwar deftig. Und das Durchgehen dadurch hat mich unvorstellbar wachsen lassen und hat mich heute in ein Leben geführt, was unwahrscheinlich schöner nicht sein kann, weil ich tief verstanden habe, worauf es im Leben ankommt und was das Entscheidende ist im Leben. Und immer in allem das Positive gesehen habe und damit auch immer das Positive gefunden habe. Das heißt, wo immer du stehst und was immer für Herausforderungen da sind, dein inneres wissendes Wesen, du bist ja nicht die Rolle, die du hier spielst, klopft an und sagt: „Hey, du bist vielleicht für was ganz anderes hergekommen. Was hast du bisher auf dieser Erde gelernt, verlernt von dem, was du eigentlich bist? Und worauf kommt es jetzt eigentlich an? Was ist es, was du wirklich willst? Was sind deine tiefsten Werte? Worum geht es dir? Setze deine Kraft für das ein, was dir absolut wesentlich ist. Alles ist veränderbar, was außen ist, wenn ich es in mir verändere. Schau, es kann nur das passieren, was du denken kannst. Und der Punkt ist, wir können aber unser Denken im Grunde genommen frei formulieren und frei gestalten. Wir sind es nur vielfach nicht gewohnt. Wir sind oft so nach außen gerichtet und so in der Angst oder so in dem Fokussieren von Dingen, die vielleicht auf uns zukommen könnten, dass wir in uns genau das als einziges haben, was wir nicht wollen. Und damit genau das erschaffen, was wir nicht haben wollen. Selbstverständlich werden Rennfahrer geschult, mental und viele andere auch, Sportler zum Beispiel, weil sie in einem wahnsinnigen Tempo zum Beispiel auf die Wand zurasen, dass sie immer ihr Ziel im Auge haben innerlich. Auch wenn sie physisch mit diesem wahnsinnigen Tempo auf diese Wand zurasen, macht diese Wand ihnen nichts, weil sie ja wissen, wo sie hinwollen. Würden sie das aber mental nicht schulen, würden sie durch dieses wahnsinnige Tempo und die Angst, die in ihnen aufsteigen würde, zwangsläufig in die Wand hineinrasen. Was ist dein Ziel? Was ist es, was du wirklich willst und wofür du da bist und was du erschaffen willst auf dieser Erde, was immer vor dir innerlich in dir sein muss, um dich nicht in die Wand rasen zu lassen?
2020, ich habe es auch schon mal irgendwo erwähnt, kamen die Pleiadier zu mir und ich habe ja gesagt, dass ich von den Sternen komme. Ich komme nicht von den Pleiadier, aber sie kamen zu mir und haben mir gesagt: „Es kommt darauf an, dass ich alles in mir jetzt erschaffe, was ich wirklich auf der Erde sehen will. Es gibt kein Außen.“ Und ich weiß damals, wie mein Bild war und wie ich viele Sachen noch nicht denken konnte. Ich habe ein bestimmtes Bild in mir gehabt und das ist so und das ist so. Ich habe es ja vorher noch nicht gehört. Und es ist so und das ist so und nein und da sind die Schwierigkeiten. Und da war ja nun gerade Covid-Zauberkrankheit reingekommen und da sind die Schwierigkeiten. Natürlich wusste ich, was los ist, aber trotzdem sah ich lauter Schwierigkeiten. Und dann habe ich daran gearbeitet und das alles entlassen. Heute sehe ich, wie die Menschheit aufsteht von Kontinent zu Kontinent. Für den Frieden, fürs Miteinander, für die Liebe und für die Oneness, die uns alle ausmacht. Dein Inneres muss dich wachrütteln, dass du dich erinnerst an das, was du wirklich bist. Dein Inneres ist bereits hier und jetzt und immer schon vollkommenes Bewusstsein gewesen, mit allem verbunden. Es fehlt dir gar nichts. Wir sind nur in die Rolle, in das Außen, in die Dinge, die wir gelernt haben, so sehr hineingespült worden, dass wir unsere Mitte, unsere Kraft, unser eigentliches Wesen, das, was uns ausmacht und das, was die Welt ausmacht und worum es eigentlich geht, ganz vergessen haben. Kinder können das. Selbstverständlich. Sie kommen alle so auf die Erde, wie wir wirklich sind. Lass uns in eine Meditation noch hinein. Schließe deine Augen und fühle deinen Körper und fühle dein Gewicht. Und atme ruhig durch die Nase ein und aus. Und komme mit mir in die Tropen, wo ich jetzt gerade bin, wo ich lebe, an einen wunderschönen, einsamen Strand, schneeweißer Sand, wunderschöne Palmen im Hintergrund, bis an den Strand heran, leichte Hügel und vor dir ein kristallklares, türkisblaues Meer. Die Sonne scheint klar, die Palmen bilden ein paar Schatten und setz dich jetzt in den Schatten, in den Sand und fühle, wie dieser warme Sand im Schatten der Palme deinen Po wärmt, deine Füße wärmt. Fühle, wie du deine Handflächen auf den Sand legst und fühle, wie du so ganz sanft mit deinen Händen in diesem Sand spielst. Fühle dieses wunderbare Gefühl, wenn man diese vielen kleinen Sandkörnchen jetzt zwischen den Fingern spürt. Und grabe deine Hände ein bisschen weiter rein und spüre, wie der Sand kühler wird und feuchter wird. Und spiel mit deinen Händen einfach mal einen Moment im Sand und fühle als nächstes deine Fußsohlen. Fühle, wie deine Zehen sich bewegen und ein bisschen in den Sand hineingraben und fühle dieses tingelnde Gefühl von all den Millionen kleinen Sandkörnchen an deinen Fußsohlen. Fühle, wie deine
Atmung immer tiefer wird und fühle, wie du jetzt aufs Meer rausschaust, derweil du den Sand spürst und die weichen Wellen ans Land in wunderschön atmendem Rhythmus siehst. Und schau, wie du bis zum Horizont schauen kannst und nichts als glitzerndes Meer vor dir ist. Fühle, wie sich alles beruhigt und wie angenehm es ist. Und jetzt, wenn du so weit bist, stehe auf. Du bist jetzt in der Bekleidung, in der du am liebsten ins Meer gehen willst. Und gehe jetzt ins Meer hinein. Das Meer ist, der Boden ist nur weißer Sand. Hier gibt es keine gefährlichen Tiere, keine Segel, nur wunderschöne Tropenfische. Und gehe da jetzt so sanft rein. Das Meer ist sehr, sehr sanft in dieser Bucht und spült so um dich herum. Und dieses Wasser alleine, diese Kristallklarheit von diesem Wasser, tut so unwahrscheinlich gut. Spüre, wie jetzt deine Füße im Wasser sind. Du gehst weiter und deine Waden. Es geht ganz weich rein. Deine Waden sind jetzt im Wasser. Fühle diesen sanfte Brise, die hier weht. Geh weiter rein, es sind schon die Knie. Spüre dieses angenehme Frisch, was eigentlich die gleiche Temperatur hat, fast wie dein Körper. Es ist also nur ein bisschen kühler, aber so angenehm, dass du dich überhaupt nicht erschrecken musst. Oder es ist nur super angenehmes Wasser. Und geh noch weiter rein. Jetzt bist du bis zum Po im Wasser. Geh noch weiter rein, bis zum Bauch. Und dann fange an zu schwimmen. Das Wasser trägt dich. Und erlaube dir jetzt nach Herzenslust, dich im Wasser frei zu bewegen und spielen wie ein Delfin. Apropos, die Delfine kommen von der Ferne daher und schau einfach, was passiert. Schwimme und genieße und lege dich jetzt auf den Rücken und entspanne dich. Das Meer ist so angenehm und es trägt sich so wunderbar. Und fühle, wie jetzt in diesem Moment durch deine Intention alle negativen Energien, aller Stress, alle Unsicherheiten, alles Schwere, was dich vielleicht belastet hat, jetzt aus deinem System, aus deinem Körper, aus deinem Energiesystem ins Meer entlassen wird. Und fühle jetzt, wie wenn gleichzeitig ein unsichtbarer, großer Staubsauger käme, der alle negative Energie aufsaugt, sodass sie sofort verschwindet aus dem kristallklaren Meer. Und erlaube dir einfach zu genießen. Und fühle in deine Bedürfnisse hinein, wenn du sagst, na, jetzt reicht's, jetzt möchte ich spielen und springen, dann tu das. Wenn du weiter liegen willst, dann tu das. Und wenn es dir reicht, kannst du auch wieder herausgehen aus dem Wasser, dich an den Strand setzen. Du kannst auch das Video hier anhalten und erstmal lange hier weiter verweilen oder du stellst es dann gleich wieder ein oder du kommst dann zurück oder gehst jetzt mit mir weiter. Kommst du langsam wieder an den Strand.
Und wenn du soweit bist, fliegst du von dort leicht und frei wieder zurück in deinen jetzigen Körper, wo er jetzt ist. Fängst deine Arme und Beine an zu bewegen. Und wenn du soweit bist, deine Augen wieder an zu öffnen und kommst ganz hier in diesem Moment an. Und jetzt schau mal, wie du dich fühlst. Und stell dir vor, diese Welt, was auch immer du glaubst, was auch immer du fühlst, was auch immer in dir sich abspielt, genau das ist, was du als Reflexion im phasenverschobenen Spiegel außen später siehst. Stell dir vor, wie schön es ist, je mehr du dir gönnst, dich mit deiner Freude, mit den Dingen zu beschäftigen, die dich begeistern und dort drinnen lebst. Und damit deine gesamte physische Realität Schritt für Schritt wandelst. Als ich noch in Europa war, waren meine Wände mit Dschungeln hochtapeziert. Mein Atelier hatte 4 Meter und die 4 Meter waren mit Dschungeltapete tapeziert und ich hatte in der Produktion selbst einen Ausblick auf die Malediven und in meinem Schlafzimmer war Phi Island. Und ansonsten war es so gestaltet, dass egal welches Wetter es war, es gab immer nur Sonne bei mir zu Hause. Und wie Magie hat es mich vor 4,5 Jahren gemeinsam mit meinem Mann in die physische Realität von dem, was ich immer innerlich in mir hatte, gewandelt, gebracht, geführt. Und heute lebe ich tatsächlich die große Freude, die Begeisterung und all das, was ich bin, im Innen, im Außen. Es ist möglich für dich, genauso wie für mich. Wir alle sind einfach Menschen. Wir brauchen nur zu wissen, wo wir unseren Fokus hinlenken und dass wir damit das erschaffen können, was wir tatsächlich wollen und nicht Opfer irgendeiner Situation sind, die uns von egal woher vorgegeben werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch und ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ich freue mich sehr über deine Kommentare hier unten drunter, weil das einfach unglaublich hilft, diese Videos weiterzureichen, weiterzubringen, auf YouTube zu verteilen, sodass viele Menschen das sehen und in den Frieden, in die Leichtigkeit und was wir machen können in der Situation kommen. Und ich freue mich, wenn du dieses Video weiterleitest an all die Menschen, wo du weißt, die müssen das sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist und wisse, auch ich bin in deinem phasenverschobenen Spiegel. Du hast mich gerufen, dass du mich hier sehen kannst. Und so schau mal in deinem Leben, was du vielleicht alles schon gerufen hast und was alles schon da ist, was du schon wahrnehmen kannst von schönen Dingen, die in dir, die du schon erschaffen hast. Und erkenne sie an. Alles ist eine Reflexion deines eigenen Bewusstseins. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich.